Katze gehört nicht gerade zu meinen Leidenschaften. Oh, entschuldigen Sie mich, ich sehe da gerade einen alten Bekannten. Siehst du, mit Isabel wäre das sowieso ein kurzes Vergnügen gewesen. Das stimmt. Verehrte Gäste, die Hochzeitstorte wird nun im gegenüberliegenden Salon angeschnitten. Wenn Sie mir bitte folgen. Wen haben wir denn da? Seit wann sind Sie denn eingeladen? Was geht Sie das an? Sie wissen doch ganz genau, dass Sie nicht erwünscht sind. Also bitte, gehen Sie jetzt. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Ich will Ihnen nur Ärger ersparen. Lassen Sie mich in Ruhe, sonst mache ich Ärger. Oder wollen Sie Carla zur Hilfe holen? Gute Idee. Und danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre. Immerhin haben Sie sich lange Zeit um Nico gekümmert. Ich bin froh, dass sie endlich ihr Zuhause gefunden hat. Ach, übrigens, demnächst finden auf Königsbrunn Renovierungsarbeiten statt. Darf ich damit auf Sie zukommen? Selbstverständlich. Schön. Hallo, da bist du ja. Die anderen warten schon. Ja, ich komme. Verzeihen Sie. Hoffentlich schmeckt sie so gut, wie sie aussieht. Oh, darauf können Sie sich verlassen. Ich habe die Erzeugnisse aller Konditoren persönlich geprüft. Ach, wirklich? Sieht man ihm gar nicht an. Wollen wir die Torte anschneiden? Das wollen wir. Attention, Mesdames. Meine Tochter wirft jetzt den Brautstrauß. Jetzt wird's ernst. Na, was für ein Glück, dass Charlie heute nicht hier ist, was? Dein Glück, dass sie das nicht gehört hat. Wirklich lecker. Ich glaube, ich hole mir noch ein zweites Stück. Ich habe keinen Bock auf das Theater. Also hier fängst du ihn bestimmt nicht. Ich möchte mich auch nicht mit den anderen drum weigen. Du hast doch sonst kein Problem, dich durchzusetzen. Hm? Wann stellst du ihn mir vor? Carla? Evelyn ist hier. Evelyn, ich weiß, ich habe dich verletzt. Aber ich kann doch nichts gegen meine Gefühle tun. Es ist vorbei. Bitte akzeptier das. Ich lasse mich nicht so einfach Jetzt seien wegwerfen. Sie doch vernünftig. Halten Sie sich da raus. Jetzt noch die Verabschiedung und dann ab in die Flitterwochen. Da ist Carla. Ich habe dir doch nie falsche Hoffnung gemacht. Du hast mich von Anfang an wie Dreck behandelt. Nur fürs Bett war ich dir gut genug. Gibt es Schwierigkeiten? Nein. Wir haben nur eine kleine berufliche Auseinandersetzung. Von wegen beruflich. Ihre Tochter ist eine Heuchlerin. Ich verbitte mir diesen Ton. Sie halten mich für die Assistentin ihrer Tochter. Doch in Wirklichkeit bin ich die ganze Zeit Carlas Geliebte. So, das reicht jetzt. Ja, damit ihr es nur alle wisst. Carla von Lahnstein ist eine Lesbe. Was erlaubst du dir? Du platzt hier ungeladen rein und behauptest, ich Hör wäre... doch endlich auf, allen was vorzumachen und steh dazu, dass du lesbisch bist. Frau Thomas, reicht. Bitte verlassen Sie augenblicklich. Das ist eine infame Lüge. Sie will sich an mir rächen, nur weil ich ihr gekündigt habe. Meine Herrschaften, offensichtlich verkraftet Frau Thoma ihr berufliches Scheitern nicht. Und was für ein Skandal. Und das in diesem Hause. Ich denke, wir klären die Angelegenheit in aller Ruhe nebenan. Da gibt es nichts zu klären.
Haben Sie sich nie gefragt, warum es keinen Mann in Carla von Lahnsteins Leben gibt? Ja, da täuschen Sie sich gewaltig. Ich müsste es ja wohl noch am besten wissen. Wir wollten es eigentlich noch für uns behalten, aber wir haben uns verlobt. Lassen Sie mich sofort los. Was soll das? Die Dame möchte gehen. Geleiten Sie sie doch bitte zum Ausgang. Jetzt können Sie mich vielleicht noch mundtot machen, aber das wird Ihnen gar nichts bringen. Und Ihnen wird es nichts bringen, hier weiter haltlose Lügen zu verbreiten. Auch wenn Ihre Familie noch so mächtig ist, die Wahrheit kommt doch irgendwann raus. Sie sollten sich eher ernsthafte Sorgen um Ihre Zukunft machen. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, ich lüge nicht. Brauchen Sie mich noch? Nein, nein, vielen Dank. Gehen Sie ruhig wieder rein. Ach, für Sie hat das Ganze auch noch ein Nachspiel. Aber Carla, warum hast du mir nicht früher von eurer Verlobung erzählt? Weil ich genau weiß, dass du dagegen bist. Ja, ich habe tatsächlich so meine Zweifel, dass es Herrn von Beinbach nur um dich geht. Sondern um was? Um mein Geld? Du kennst ihn nicht. Du weißt gar nicht, was er alles für mich getan hat. Bitte, Carla. Ich möchte nur, dass du glücklich wirst. Und ich will dich nicht enttäuschen. Wenn dir so viel an ihm liegt. Viel schlimmer wäre es doch, wenn an Frau Thomas' Verleumdung etwas Wahres gewesen wäre. Du hast dir doch nicht geglaubt, oder? Zu keiner Sekunde. Du weißt, wie sehr ich dir vertraue. Auf ihre gemeinsame Zukunft. Vielen Dank. Ehrlich gesagt kann ich es selber noch nicht glauben. Und was den Antrag betrifft, werde ich mal Carla fragen. Sie wollen ja nichts verraten. Ich denke, sie will auch, dass es unser kleines Geheimnis bleibt. Verstehe. Diese Person wird die Hochzeit nicht noch mal stören. Danke, Ansgar. Carla, vielleicht solltest du vorsichtiger sein, was die Auswahl deiner Mitarbeiter betrifft. Wir müssen überlegen, wie wir weiter in dieser Angelegenheit verfahren. Ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Diese Geschichte ruiniert uns die ganze Hochzeit. Mama. Anstatt über das rauschende Fest werden die Gazetten morgen über die lesbische Grafentochter berichten. Kein Skandal. Daran ist doch sicher kein Wort wahr. Sonst hätte sich Carla nicht mit Bernd von Beinbach verlobt. Solange das nicht offiziell ist, bringt uns das gar nichts. Und was hat dein Vater gesagt? Ja, der wird dich nicht geglaubt. Aber lass uns nicht hier drüber reden. Meine Damen und Herren, darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Carla und Bernd, kommt ihr bitte einen Moment zu mir. Wie Sie alle wissen, hat meine Tochter Carla heute den Brautstrauß gefangen. Dies allein wäre vielleicht noch keiner besonderen Erwähnung wert. Wäre dann nicht der passende Umstand, dass sie ihren zukünftigen bereits erwählt hat. Es ist mir daher eine ganz besondere Freude, Ihnen Carlas Verlobung mit Herrn Bernd von Beinbach bekannt geben zu dürfen. Sie macht mir damit ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk. Du hast den Richtigen geheiratet. Der Mann weiß, wie man Skandale ausräumt. Entschuldige mich kurz. Also nicht, dass dieser Schmierlappen sich hier einnistet. Oh Gott, dann hast du Vanessa auch noch an der Backe kleben. Super. Und mit dieser glücklichen Nachricht
möchten uns auch von Ihnen in die Flitterwochen verabschieden. Was Sie aber nicht davon abhalten soll, hier noch richtig weiter zu feiern. Dankeschön. Wir danken Ihnen herzlich. Les meilleures félicitations. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Vielen Dank. Sehr freundlich. Wir müssen unbedingt reden. Ja. Wie bist du eigentlich auf diese bescheuerte Idee gekommen? Tja, wär's dir lieber gewesen, wenn alle wissen, dass du lesbisch bist? Du hättest dir eben was anderes einfallen lassen müssen. Carla, niemand redet mehr von Evelins peinlichen Auftritt. Ja, alle reden nur noch von unserer Verlobung. Was kann ich denn dafür, wenn dein Vater gleich alles offiziell macht? Wir müssen da irgendwie wieder rauskommen. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Bernd von Weinbach ist mir suspekt. Ja, Carla hätte wirklich einen geeigneteren Verlobten wählen können. Ansgar, ich mache mir Sorgen um Carla. Sie wird schon wieder zur Besinnung kommen. In jedem Fall werde ich mich der Sache in deinem Sinne annehmen. Ich bin froh, dass ich mich auf dich verlassen kann. Auf bald. Es tut mir leid, dass ich mich eben im Ton vergriffen habe. Ich bin dir natürlich dankbar, dass du mich vor einer Katastrophe bewahrt hast. Schon gut. Ist doch logisch, dass dir das alles in die Nerven geht. Und wie ich Evelyn kenne, wird sie unsere Affäre auch weiterhin in der Öffentlichkeit breitreten. Ja, vielleicht sollten wir deshalb unsere Verlobung noch eine Weile aufrechterhalten. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Und, worüber lassen Sie sich diesmal aus? Nur über die Hochzeit und deine Verlobung. Kein Wort über den Auftritt deiner ehemaligen Assistentin. Ja, das war ja wirklich eine Überraschung. Nur schade, dass du dir ausgerechnet den ausgesucht hast. Ach, und darf man auch erfahren, wieso? Naja, nichts gegen ihn, aber ich kenne seine Tochter. Vielleicht hat die ja ihre schlechten Eigenschaften von ihrer Mutter geerbt. Oh, wie schön. Er hat auch eine Tochter? Mhm. Und was für eine. Typ neureiche, verwöhnte Zicke. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Vanessa hat die ganze WG unter Wasser gesetzt. War ihr die Badewanne zu klein? Jetzt mal im Ernst. Die ganze WG ist total unbewohnbar. Und der Hammer kommt jetzt erst noch. Rate mal, wo sich alle einquartiert haben. Bei Arno. Vanessa ist... Inklusive. Na super. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Nimm mit. Sag mal, wie habt ihr euch denn eure gemeinsame Zukunft so vorgestellt? Also das geht wohl niemandem etwas an. Irrtum. Seit heute schon. Die Presse wird jeden eurer Schritte begleiten. Und ich wette, das habe ich dir zu verdanken. Du hast Vater doch dazu gebracht, dass er die Verlobung öffentlich macht. Ich hielt das immerhin für das kleinere Übel. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn du auf die Hochzeit noch etwas warten musst. Das verwundert mich, Carla. Ich dachte, du liebst ihn. Ja, natürlich. Aber Bernd ist erst seit kurzem verwitwet und deshalb wollten wir es erstmal für uns behalten. Frau Schneider ist noch in Hamburg. Nee, sie konnte nicht genau sagen, wann sie zurückkommt. Warum? Was gibt's denn so Wichtiges, Alexa? Ein Wasserschaden? Gut, dann werde ich Frau Schneider schon mal schonend darauf vorbereiten. Ja, du kannst ja schon mal der Hausratversicherung Bescheid sagen, ja? Gut, ich muss wieder arbeiten. Also, ciao, Alexa, ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr von Weinbach. Angelo, den wünsche ich Ihnen auch. Ich habe leider nicht reserviert. Sie haben Glück. Bitte schön. Ah. Möchten Sie dann schon mal einen Blick in die Karte werfen oder warten Sie noch auf Ihre Verlobte? Die Karte bitte, ich bin heute allein hier. Gerne. Hallo, Herr von Weinbach. Herr Schneider, wie geht's? Danke, bestens. Darf ich? Bitte. Sagen Sie, habe ich das richtig gehört? Sie haben sich verlobt? Ja. Darf ich auch fragen, mit wem? Danke. Mit Carla von Lahnstein.
Carla, aber letzte Woche haben Sie doch noch gesagt, Ja? sie sei... Ach, nichts. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Hanna wird staunen, wenn sie von der Gastromesse zurückkommt. Oh. Sie entschuldigen mich? Ja.